Deutschland soll digitaler werden. Wir stehen für einen Aufbruch. Einen Aufbruch in ein digitales Neuland. Mit Glasfaser und Blockchain. Many months later. Deutschland soll digitaler werden. Wir stehen für einen Aufbruch in ein digitales Neuland. Mit Glasfaser und ERZ. Und garantierter Verschlüsselung und KI. Wir wollen digitale Identitäten. Sayonara, Blockchain-Son. Hey, ich weiß, oftmals zeichnen die IT-Trends ein sehr düsteres Bild, aber das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Es hat sich viel getan, vieles ist besser geworden und gerade diese Woche sind sehr viele tolle Dinge dabei. Ich gebe mir außerdem seit einiger Zeit wirklich Mühe, alles möglichst verständlich zu formulieren. Falls ihr also Schwierigkeiten bei einem Thema habt, bitte schreibt mir das, denn auch ich muss das lernen. Ich habe Informatik studiert, nicht Psychologie oder Germanistik oder Pädagogik. Deswegen vielen Dank für eure Hilfe. Los geht's. Und wie gewohnt starten wir selbstverständlich mit den Hacking News. Wem von euch sagt die Firma Hensoldt was? Das ist ein deutscher Rüstungskonzern, die bauen also Waffen. Dessen Tochterunternehmen Nexeya in Frankreich wurde nun Opfer eines Hacks. Von 2 Datenzentren in Frankreich, die sie unterhalten, sind 2 mit Ransomware infiziert worden. Das heißt, Daten erst gestohlen und anschließend verschlüsselt und jetzt werden sie erpresst. Laut Hensoldt soll das sogar in, Zitat, erheblichem Umfang passiert sein. Laut dem Handelsblatt lässt eine Analyse der Malware vermuten, dass sie wahrscheinlich aus Russland kommt. Spannend oder beängstigend hieran ist, dass, klar, Nexeya wird jetzt erpresst, aber natürlich sind jetzt auch die Patente, Herstellungsdetails und Co. jetzt gestohlen worden und stehen damit den Hackern zur Verfügung. Das könnte ziemlich übel sein. Da überlasse ich mal euren kriminellen Gehirn ein paar Missbrauchspotenziale, die ihr da mal in die Kommentare hauen könnt. Ich habe aber auch noch was für euch mitgebracht, und zwar der Twilio-Hack. Ja, jetzt zum 3. Mal hier dabei. Der ist ein bisschen schlimmer geworden, sagen wir es mal so. Twilio ist ein 2FA via SMS-Dienst, der, wie wir letzte Woche gehört haben, von Hackern ausgenutzt werden hätte können, um Signal-Accounts zu übernehmen. Allerdings wäre das sehr offensichtlich gewesen und ist auch nur einmal passiert. Scheinbar hatten die Hacker eher Interesse an Auti-Accounts. Auti ist die mobile App von Twilio und eigentlich war nicht bekannt, dass der Hacker auch Auti-Nutzer beeinträchtigt hat, doch Twilio hat jetzt auch genau das zugegeben. Die Hacker konnten sich Zugriff auf insgesamt 93 Auti-Accounts verschaffen und dort dann neue Geräte hinterlegen. Das heißt, Geräte, die es erlauben, einen zweiten Faktor zu generieren. Das scheint immer noch sehr abstrakt. Was will man also mit einem zweiten Faktor alleine? Der YouTuber Nerdfactory hat genau das veranschaulicht. Sein Kanal ist derzeit nicht verfügbar, vermutlich, weil er erstens irgendwann mal auf eine Phishing-Seite gegangen ist und dort sein Passwort eingegeben hat. Und zweitens jetzt eben auch sein zweiter Faktor gestohlen wurde und damit konnte der Account von den Hackern übernommen werden. Er bestätigte auf Twitter, dass es mittlerweile sehr sicher ist, dass seine Accountübernahme an Twilio lag. Sein YouTube-Kanal ist also derzeit gestohlen, sozusagen, oder er hat ihn schon wieder. Auf seinem Account wurden dann dubiose Videos gepostet, die natürlich gemeldet wurden, wie wir das auch schon bei Julian Bam gesehen haben, und danach hat YouTube seinen Account gelöscht. Und ja, das Wiederherstellen, das dauert natürlich eine Zeit, passiert aber scheinbar wieder. Das heißt, es wird wahrscheinlich nicht mehr allzu lange dauern. Und ja, auch das kennen wir schon von Julian Bam. Nur der Vorgang, den die Hacker hier genommen haben, war ein bisschen anders. Bei Julian Bam war Malware auf dem System von Julian Bam und darüber wurden die Accounts gehackt. Hier war es einfach nur Passwort-Phishing und dann den zweiten Faktor übernehmen. Und hier mal ein Tipp, wie ihr genau das verhindern könnt. Speziell für so wichtige Konten wie das YouTube- bzw. Google-Konto eines Creators empfehle ich mittlerweile einen Security Key. Das ist ein USB-Stick im Endeffekt, den man jedes Mal, wenn man sich einloggt, einfach eingesteckt haben muss und dann hier quasi draufdrücken muss, dass er aktiviert wird.
Und darüber loggt man sich dann ein. Das ist intern quasi asymmetrische Kryptographie, muss euch nichts sagen, ist aber nicht stehlbar, außer man stiehlt diesen Key dann zusätzlich noch. Und dazu müssten die quasi bei euch vorbeikommen. Das wird nicht so leicht passieren. Ich empfehle aber trotzdem auch einen Backup-Key und ja, ich verlinke euch natürlich das Video in der Endkarte, wo das alles ausführlich erklärt wird. Das alles reicht aber leider überhaupt nicht aus, denn bei größeren YouTubern brauchen meist mehrere Personen Zugriff auf das Konto. Beispielsweise ein Manager, der die Analytics lesen soll oder auch Dinge veröffentlichen soll. Und hier gibt es ein paar sehr wichtige Richtlinien, die ihr dringend beachten solltet. Erstens, auf gar keinen Fall darf der Account geteilt werden, indem man das Passwort hin und her schiebt. YouTube hat zum Glück die Möglichkeit, dass man Verwalter einladen kann. Das heißt, da gibt es die Möglichkeit, dass jemand anders eure Analytics liest, eure Analytics ohne Geld, Einkommenssachen liest oder eben auch Videos veröffentlicht und andere Sachen veröffentlichen kann. Beschränkt die Rechte der anderen Personen, soweit ihr könnt, soweit sie diese Rechte eben nicht brauchen. Das zweite ist, jeder einzelne Account, der Zugriff auf euer YouTube hat, der muss sicher sein. Das heißt, jeder andere Account braucht einen Security Key. Das reicht zwar immer noch nicht zu 100% aus, eine Malware kann zum Beispiel immer noch wie bei Julian Bam die Cookies stehlen und damit den Login, aber es ist zumindest mal deutlich sicherer. Und jetzt für euch, die wahrscheinlich nicht unbedingt Creator sind, übertragt dieses Konzept bitte und gerne auch auf andere Seiten, die euch wichtig sind. Bei PayPal zum Beispiel gibt es seit kurzem auch die Funktion, eben solche Security Keys für den Login zu hinterlegen. Und ja, natürlich kann man das auch beim Handy nutzen, einfach hinten dran halten, das geht über NFC. Also alles gar nicht so kompliziert eigentlich. Weiter geht's mit Anonymous, welche gemeinsam mit der IT Army of Ukraine den größten Moskauer Taxidienstleister Yandex Taxi gehackt haben. Laut Forbes wurden zig falsche Bestellungen an einer der wichtigsten Straßen getätigt, wodurch es zu einem massiven Verkehrschaos und Stau kam. Ein ganz normaler Tag in Stuttgart also. Bevor wir aber zum Hack der Woche kommen, noch eine ganz wichtige Sache für euch. Jeder, der in diesem Moment gerade über Chrome dieses Video schaut und jeder, der Chrome besitzt, möge ganz kurz pausieren, um diesen zu aktualisieren. In der neuesten Version gab es einen weiteren Notfall-Patch für eine Sicherheitslücke, die von Hackern aktiv schon ausgenutzt wurde. Das könnte zugespitzt dann zum Beispiel heißen, dass ihr, wenn ihr einfach nur auf eine fremde Website geht, dort Cookies von euch ausgelesen werden, von anderen Webseiten und ihr danach im Endeffekt zum Beispiel euren YouTube-Kanal verliert. Ist jetzt hier natürlich stark vereinfacht und der Angriff ist deutlich komplizierter, aber das muss trotzdem nicht sein. Und deswegen bitte patcht eure Geräte. Und damit kommen wir zum Hack der Woche, der an Samsung geht. Samsung wurde gehackt und zwar schon Ende Juli diesen Jahres, ist also schon ein bisschen her. Samsung ist ein riesiger Tech-Konzern, der nicht nur Smartphones übrigens verkauft, sondern auch mit Software Daten sammelt. Auch Gesundheitsdaten übrigens, es gibt da so ein paar kleine Tracking-Tools. Und dann ist das Ganze schon ein bisschen besorgniserregend. Samsung hat zwar keine öffentliche Stellungnahme angegeben, wer der Angreifer eigentlich war, aber es wurden wohl keine Zahlungsinformationen gestohlen. Teilweise wurden aber durchaus Kontaktdaten, Geburtsdaten und welche Produkte gekauft wurden, diese Daten wurden dann doch gestohlen. Je nach Kunde sind aber wohl andere Daten immer betroffen. Deswegen, wenn ihr bis jetzt keine Mail von Samsung bekommen habt, dann solltet ihr eigentlich auch nicht betroffen sein. Eine Garantie ist das aber leider nicht. Wenn ihr eine bekommen habt, dann sollte da drin stehen, was von euch gestohlen wurde. Heißt, es hätte insgesamt durchaus schlimmer kommen können. Die eigentlich dramatischen Dinge wie bösartige Updates, die Malware auf eure Geräte verteilen und mit denen man dann eure Identität stehlen kann, die sind nicht betroffen bzw. die sind nicht passiert. Dementsprechend gilt eigentlich wie üblich, macht euch bereit für ein bisschen mehr Phishing, ein bisschen mehr Scam und ein bisschen mehr Spam. Nicht reinfallen bitte. Ich plane übrigens für die Academy, das ist meine Website, die hoffentlich bald rauskommt, in den nächsten Versionen auch ein bisschen Trainingsmaterial dazu. Deswegen klickt hier gerne mal kurz auf die Glocke, dann verpasst ihr auch das Release meiner Seite nicht. Und gerade reingekommen, Hack der Woche, die zweite, I guess. So wie es scheint, wurde TikTok gehackt und es handelt sich um über 1 Milliarde Benutzer. Denn jeder TikTok-User ist davon betroffen.
Beehive, eine Cybersecurity-Firma, hat einige Daten untersucht, die aus dem Hack stammen sollen, und es scheint, dass der wohl echt ist. Es lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch fast nichts darüber sagen, außer dass natürlich eure E-Mail-Adresse und euer Passwort gestohlen wurde. Und ganz besonders doof, wie es scheint, sind alle Daten betroffen. Das bedeutet, auch Zahlungsdaten sind betroffen und wurden gestohlen. Also im Endeffekt wirklich alles, was ihr in der App angegeben habt, könnte nun weg sein. Netzwerktrennung ist wohl nicht ganz so beliebt in China gewesen. Deswegen solltet ihr jetzt auch tatsächlich sehr dringend euer Passwort ändern und Zwei-Faktor-Authentifikation nutzen. An der Stelle mal ein fettes WTF an TikTok. Maximal 20 Stellen und manche Sonderzeichen sind nicht erlaubt. Heutzutage bei der wahrscheinlich meistgenutzten App überhaupt. Kein Security Key möglich als 2FA und scheinbar noch nicht mal eine externe App sind als 2FA möglich. Ja, die Plattform ist tatsächlich Müll. Seid auch bitte ganz besonders vorsichtig mit TikTokern, denen ihr folgt und eigentlich vertraut. Es ist gut möglich, dass die in nächster Zeit mal Scam oder bösartige Sachen posten. Da ich nicht weiß, ob die Angreifer den Zugriff auf die TikTok-Server vielleicht sogar noch behalten haben und wie schlimm es intern bei TikTok aussieht, könnte es sogar sein, dass ohne dass die Hacker irgendwas machen müssen, jeder Account übernommen werden könnte. So ist das ja durchaus auch schon zum Beispiel bei Twitter passiert. Also bitte seid sehr vorsichtig mit dieser Plattform in der nächsten Zeit. Apropos Datenschützen, kommen wir zu den Privacy News. Oh je, oh je. Ich sag's euch, America, the land of 1000 Demokratie per second und 10.000 Surveillance Data Points per minute, hat wieder zugeschlagen. Edward Snowden wäre stolz. Oder eben auch nicht. Die EFF, die Electronic Frontier Foundation, hat eine ziemlich tiefe Recherche über ein Unternehmen namens Fork Data Science angefertigt. Fork Data Science, so die EFF, geht einfach zu massenhaft Unternehmen und kauft dort rohe Geodaten von ihnen. Jetzt kennen wir also auch endlich das Geschäftsmodell dieser kleinen, furchtbaren Handy-Apps und den nicht ganz so legalen Browser-Erweiterungen, die das einfach immer einsammeln. Und dann dafür free to use bzw. play sind. Diese Bewegungsdaten stellt Fork Data Science dann zusammen und macht da halt Software mit und stellt diese Software dann Strafverfolgung zur Verfügung, also Polizei und Co. Die müssen dafür ein Abo zahlen und können dann in Echtzeit nachverfolgen, wo sich ein Großteil aller Menschen eigentlich aufhält, weil diese Bewegungsdaten, die sind ja dauerhaft da. Die Polizei kann beispielsweise zu jedem Zeitpunkt sehen, wie viele Geräte in einem gewissen Bereich sind, natürlich auch in der Vergangenheit. Und das völlig ohne Gerichtsbeschluss. Legal ist das genau genommen auch in den USA nicht, aber Fork argumentiert, dass ja jeder der Übertragung durch diese Datenschutzerklärung zugestimmt hat und dementsprechend sie die Daten völlig legal bekommen haben. Das alles passiert zwar nur in den USA derzeit und ich glaube nicht, dass das bei uns passieren könnte. Immerhin gibt es da schon ziemlich starke Kontrollmechanismen. Trotzdem sollten wir vorsichtig sein, welche Rechte wir Apps einfach so geben. Denn ja, dieser Mechanismus, dieses Zusammenstellen, das ist in der Wirtschaft rechtlich gesehen auch durchaus bei uns möglich. Und die Gratis-Apps sind vielleicht genau aus diesem Grund erst überhaupt mal gratis geworden. Werfen wir heute einen Blick aber noch kurz in die Politik-News, dann sehen wir, dass es heute mal überhaupt gar nichts mit Privacy und Spionage zu tun hat. Nicht mal Staatstrojaner kommt vor. Wow. Stattdessen hat sich unsere Ampel auf die Fahne geschrieben, endlich mal ins 21. Jahrhundert zu rutschen. Veröffentlicht wurde die Digitalstrategie. Der Entwurf ist etwas älter, war aber noch nicht offiziell. Im Juli enthielt das ganze Papier noch 30 Seiten, jetzt sind es 50. Man plant und verspricht flächendeckende Glasfaseranschlüsse auch auf dem Land. Wer mein Twitter verfolgt, weiß, wie sehr ich in letzter Zeit unter dem Fehlen genau desselben gelitten habe. Interessant werden hierbei aber ein paar Aspekte. Werden Vermieter verpflichtet, den Anschluss wirklich bis zur Wohnung einzubauen, oder geht es nur bis ans Haus und Mieter wie ich haben die Leitung vor der Nase, aber nicht am Rechner?
Außerdem spannend, Glasfaser ist schön und gut, aber wie sehen die Anschlüsse eigentlich aus? Habe ich Gigabit in beide Richtungen, also hochladen und runterladen, oder ist das wie der Top-Vertrag von Vodafone, der bei 1000 Mbit Download nur 50 Mbit Upload verspricht? Dann wäre das tatsächlich für einige Menschen keine wirkliche Bereicherung, würde ich behaupten. Denn seit dem Zeitalter von Homeoffice und Videokonferenzen gewinnt meiner Meinung nach auch die Upload-Geschwindigkeit zunehmend an Bedeutung. Jeder, der schon mal in einem Meeting saß, in dem einer der Teilnehmer nur noch Rauschen von sich gab, weiß, was ich meine. Es ist furchtbar nervig, so zu arbeiten. Zum Beispiel beim Pair-Programming ist das eine absolute Qual. Ich schweife ein bisschen ab, es tut mir leid. Weiterhin geplant sind ein Online-Ausweis samt digitaler ID, mit dem man bei Online-Aktivitäten eindeutig seine Identität nachweisen kann. Von verpflichtend steht allerdings noch nichts dabei, was ich persönlich ganz gut finde. Das heißt, niemand wird gezwungen, aber man kann Behördengänge, aber auch eben solche Sachen wie Kontoregistrierung bei Banken oder notarielle Angelegenheiten online durchführen, was insgesamt eine massive Bereicherung sein kann und zudem noch 1000-mal einfacher ist als diese Online-Ident-Verfahren, wo ihr den Ausweis einfach in die Kamera halten müsst. Denn wird dieser Ausweis bei solchen Online-Ident-Verfahren aktuell gespeichert, kann jemand anders eure Identität viel zu leicht stehlen. Immerhin haben wir nur diesen Ausweis und der ist quasi Identifikationsteil für uns. Führt man einen Online-Ausweis kryptografisch sicher ein, könnte man hier problemlos so etwas ermöglichen. Und zugegebenerweise ist das eigentlich gar nicht mal so kompliziert. Aber setzt man hier wieder auf Blockchain und KI, weil es gerade Buzzwords sind, dann sehe ich das nächste Scheitern schneller anrauschen als den ausgefallenen ICE von vorgestern. Auch das E-Rezept soll fortgesetzt werden, dazu aber noch ein separates Video. Besonders wichtig scheinen aber auch große Aushängeschilder wie KI zu sein. Es gibt Förderprojekte, um KI fürs Allgemeinwohl einzusetzen, um KI vertrauenswürdiger zu machen und KI-Apps, die Behördendeutsch in normale Sprache übersetzen wollen. Ich verstehe nicht ganz, wieso man es auf KI beschränken möchte, denn in manchen Szenarien macht KI einfach überhaupt keinen Sinn. Aber ja, gut. Apropos Behörden, die sollen deutlich digitaler werden. Allerdings wurde nur eine gewisse Prioritätenliste erstellt. Obwohl laut dem Online-Zugangsgesetz, dem OZG, bis Ende diesen Jahres, also Ende 2022, alles darin umgesetzt sein müsste. Das sind einen ganzen Haufen Leistungen, zu denen wir uns eigentlich selbst verpflichtet haben. Umgesetzt sollen allerdings nur 35 dieses Jahr. Der Rest von dem ganzen Anforderungskatalog folgt dann irgendwann später. Hier hätte ich mir zwar mehr gewünscht, aber fairerweise hatten wir noch wahrscheinlich zig Altlasten aus den vergangenen verschlafenen Jahrzehnten, die erstmal aufgearbeitet werden mussten. Gut hingegen finde ich, dass man die Verwaltungsdigitalisierung als Daueraufgabe sieht und die ganze Zeit da also dranbleiben möchte. Also nicht jetzt einmal was machen und dann wieder 50 Jahre gar nichts, sondern es soll kontinuierlich dran gearbeitet werden. Und das ist eben genau das, was man in der Informatik oder bei der Softwareentwicklung immer macht. Transparenz bei der Gesetzgebung wird aber leider dann doch wieder ignoriert. Auch rechtliche Angelegenheiten inklusive Klage übrigens sollen vollständig online durchgeführt werden können, was angesichts einiger Klagen dann doch wirklich sehr angenehm wäre. Für Vergewaltigungsopfer beispielsweise ist es immer noch eine Tortur, nochmal dem Täter gegenübertreten zu müssen. Und wenn man das online machen kann, das wäre schon schön. Was uns hier besonders betrifft, ist aber natürlich die IT-Security, auch die wurde ein bisschen bedacht. In der Digitalstrategie drin steht ein Recht auf Verschlüsselung, das gesetzlich verankert werden soll. Und auch der Staat soll Verschlüsselung anbieten. Verpflichtend. Das ist richtig, richtig gut. Auch ein Schwachstellenmanagement soll eingeführt werden. Das heißt, alle gefundenen Sicherheitslücken sollen zentral gemeldet werden, mit dem Ziel, diese zu schließen und nicht für Staatstrojaner auszunutzen. Das wird bislang noch deutlich anders gemacht. Bei Schwachstellen wird derzeit abgewogen, ob man sie selbst vielleicht brauchen kann oder ob man sie dann doch meldet. Eine Meldepflicht mit dem Ziel der Schließung, also der Reparatur quasi, und nicht irgendwelcher Staatstrojaner ist einfach top. Wer diese zentrale Stelle direkt werden soll, das ist noch nicht bekannt und wurde auch nicht direkt erwähnt, aber es wird erwähnt, dass das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ausgebaut und unabhängiger werden soll.
Das lässt auf die Trennung vom Innenministerium und dem BSI hoffen, die ja nicht nur ich, sondern auch viele andere seit Jahren fordern. Zudem soll eine Herstellergarantie eingeführt werden, sodass Hersteller von Software für potenzielle Lücken haften. Das könnte die Wirtschaft motivieren, ihre IT-Security etwas ernster zu nehmen, könnte aber durchaus auch zu erheblichen Kosten führen, denn es gibt einfach überall immer eine Lücke, die man finden kann. Und ja, hat ein Unternehmen da vielleicht Pech, dann wird es schwierig, dann könnte das auch existenzbedrohend werden. Ich bin gespannt, wie die Umsetzung dann am Ende davon aussieht. Da wird es wahrscheinlich dann drauf ankommen. Außerdem möchte man nicht vertrauenswürdige Unternehmen vom Bau kritischer Infrastruktur ausschließen, was vermutlich auf die 5G-Masten von Huawei hindeutet. Insgesamt scheint das Papier also wie eine bisschen abgespeckte Version des Koalitionsvertrags in den Digitalpunkten. Viele Punkte wurden weggelassen, aber dafür scheint es jetzt vielleicht doch eher durchsetzbar. Es ist immer noch ein ziemlich ambitioniertes Paket, aber sind wir mal ehrlich, warum wurde hier quasi wiederholt, was man eigentlich schon für den Koalitionsvertrag festgelegt hat? Ja, die Punkte sind toll und ich bin immer noch optimistisch, was das Ganze angeht, weil man zumindest vielleicht verstanden hat, so wie es scheint, was man eigentlich machen muss. Aber die Regierung ist nun seit einem Jahr an der Arbeit. Ich verstehe, dass wir dringende Aufgaben hatten und dringendere Aufgaben vor allem hatten, aber die Zeit für dieses Papier hätte man schon in echte Projekte stecken können. Es wirkt irgendwie für mich eher nach aufgeschoben und einer Entschuldigung, warum die letzten Monate eigentlich nicht viel passiert ist. Ich hoffe, das ändert sich jetzt. Apropos E-Rezept. Kommen wir zum Fail der Woche. Ja. E-Rezepte gibt es, das heißt, ich kann quasi vom Arzt direkt ein Rezept per App bekommen. Das ist soweit sinnvoll und gut, aber ich hatte ja damals, als das Ganze vorgestellt wurde, schon von meinen Zweifeln berichtet, dass die Krypto wirklich richtig hinkriegen. Nun hat Flübke, ein Mitglied des Chaos Computer Clubs, mal einen genaueren Blick darauf geworfen, wie denn die Überprüfung auf Richtigkeit eigentlich gemacht werden soll. Und siehe da, meine Angst war nicht unbegründet. Ihr könnt mit einem E-Rezept einfach so zur Apotheke gehen und dort im Zweifelsfall alles bekommen, ohne dass ein richtiger Check bei euch abläuft. Das muss die Apotheke selbst machen. Sprich, ich kann mir auch ein Rezept für Ibuprofen geben lassen, das ein bisschen abändern, sodass ich plötzlich ein Rezept für Buberts habe und dann alle Apotheken durchgehen und hoffen, dass eine davon den Check nicht richtig durchführt. Für den Check der Apotheken hingegen braucht man aber leider nichts weiter als eure Krankenversicherungsnummer. Damit kann man dann beim Fachdienst alle Rezepte immer abfragen, die gerade ausgestellt sind auf euch. Und das ist mal wieder genau das. Es ist eine nicht zu Ende gedachte, sehr gefährliche Lösung, denn diese Krankenversicherungsnummer muss ich bei meiner Krankenkassen-App hinterlegen. Die steht auf jeder Krankenkassenkarte drauf und das heißt, jeder Arzt und jeder Apotheker weiß die, kennt die. Aber eben auch leider jeder, der ein kleines bisschen was im Bereich Social Engineering kann. Ich habe das zwar schon bei der Ankündigung gemacht, aber ich tue es gerne wieder. Hier die einfache Lösung. Asymmetrische Krypto. Ihr kriegt in eure App ein Rezept hinterlegt, wo eine digitale Unterschrift des Arztes drauf ist. Die ist dann nur genau für ein Rezept gültig und das war's. Wenn ich was verändere am Rezept, wird die Unterschrift ungültig. Wenn ich selbst unterschreibe, ist sie ungültig. Dann gibt es einen zentralen Speicher, in dem nur die öffentlichen Schlüssel aller Ärzte drin sind, die solche Rezepte ausstellen dürfen. Die privaten bleiben beim Arzt und fertig. Jeder kann prüfen, ob das Rezept gültig ist, das heißt, ich kann kein Buberts mehr einfach so statt Ibuprofen bekommen und dann können wir es ja noch zusätzlich vielleicht mit unserem Schlüssel verschlüsseln, sodass nur wir das wieder entschlüsseln können und niemand außer uns und denen natürlich, die wir es lassen. Und schon haben wir eine saubere Lösung, ohne dass jeder unsere Rezepte ansehen kann und ohne dass irgendwelcher Missbrauch da passiert. So, Leute, es ist eigentlich voll easy. Krypto ist voll einfach. Wirklich jetzt. Beweisen, dass diese Verfahren sicher sind, das ist schwer, aber das Konzept von Krypto ist wirklich nicht schwer. Das ist der Grund, warum ich immer skeptisch bin, dass wir das schaffen. Naja, mal sehen. Der Win der Woche geht an Google. Ihr wisst ja, was ich im Video zur Softwareindustrie gesagt habe. Es ist fast unmöglich, alle Zugänge zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass alles sicher ist, richtig? Weil man nutzt ja als Softwareentwickler zig externe, teils sehr kleine Open-Source-Bibliotheken und Software. Ja?
Tja, Google hat jetzt angekündigt, dass sie ihr Bug Bounty Programm auf Google Open Source Software ausweiten wollen. Das heißt, die Software, deren Quellcode komplett öffentlich ist und die von Google veröffentlicht wurde, hat nun ein Programm, das euch als Hacker bezahlt, wenn ihr Google von der Schwachstelle, die ihr dort gefunden habt, berichtet. Zu den wichtigsten Punkten zählen hier für Google Bazel, das heißt eine Software für Tests, Angular und Go, also ein Framework und eine Programmiersprache, die mittlerweile beide eine echt große Userbase haben, und noch viele andere. Wenn ihr für das oder für eins der anderen Flaggschiff-Projekte von Google eine schlimme Lücke findet, dann sind bis zu 31.337 $ an Bug Bounty möglich. Und ja, Google hat da 1337 eingebaut. Auch die Bug Bounties für den Linux-Kernel, Kubernetes und Co. wurden fast verdoppelt, was auch große Software ist, die von Google benutzt wird bzw. teilweise auch rausgegeben wird. Google ist also sich wohl tatsächlich seiner Rolle als Fort Knox ziemlich bewusst. Ganz anders als andere Plattformen, die eine gewaltige Menge Usern haben. TikTok. Weiter geht's mit den KI-News. Ihr kennt ja alle Nvidia. Die machen Grafikkarten, richtig? Richtig. Mit Grafikkarten zockt man, richtig? Falsch. Grafikkarten sind immer mehr auch einfach riesige Rechenmonster und auf meinem Tutorials-Kanal kommt auch dazu diesen Sonntag was Schönes. Aber solche Berechnungen werden mittlerweile fast immer mit Grafikkarten gemacht und Nvidia stellt wirklich gute Bibliotheken und Möglichkeiten zur Verfügung, um genau das zu machen. Nvidias Finanzbericht aus dem zweiten Quartal sagt Folgendes: Gaming brachte ihnen ca. 2 Milliarden $ an Gewinn, Data Center waren 3,8 Milliarden. Und Data Center sind vermutlich hauptsächlich KI. Klar, Passwort-Cracking vielleicht noch ein bisschen, Bildverarbeitung auch ein kleines bisschen, sowas ähnliches wahrscheinlich auch noch, aber KI wird damit Abstand das meiste sein. Das heißt, für Nvidia ist der KI-Markt deutlich lukrativer und damit einfach größer als die Gaming-Branche. Ich finde das ziemlich beeindruckend, vor allem, weil die meisten dieser Forschungsarbeiten und Technologien von KI noch nicht mal öffentlich sind. Die sind gerade noch in der Entwicklung. Das wird eine sehr, sehr spannende Zeit in nächster Zeit. Und das nicht zuletzt auch wegen unseren Quantencomputer-News. Ja, flexible Kategorien, ich weiß. Mit Quantencomputern sind spezielle neuronale Netze möglich, die ich selbst, glaube ich, noch gar nicht mal so ganz verstanden habe. Aber Problempunkt Nummer 1 für eine KI bleibt nach wie vor, auch mit Quantencomputern, man braucht unfassbar viele Daten. Und genau das könnte nun dahin sein, denn ein neues Theorem in der Quantenforschung bestätigt, dass man dramatisch viel weniger Daten braucht, weil die KI durch die Erkenntnisse in dieser Arbeit massiv schneller lernen könnte. Das Ziel einer KI ist es ja, Muster in Daten zu erkennen und zu verallgemeinern, sodass man beispielsweise sagen kann: Ah, du mochtest diese 25 Videos, dann magst du vermutlich das hier auch. Man verallgemeinert den Geschmack einer Person, man verallgemeinert den Inhalt eines Bildes und so weiter. Kann eine KI schneller Strukturen und Muster erkennen, kann sie schneller verallgemeinern und damit auch schneller lernen. Und hierdurch braucht sie auch weniger Daten. Und das wäre sensationell, beispielsweise für selbstfahrende Autos oder auch die Forschung, weil damit mit wenigen Daten auch schneller Lösungen für zum Beispiel Krankheiten gefunden werden könnten. Ich bin wahrhaftig hyped, was Quantenrechner noch so alles ermöglichen. Ich hoffe nur, dass sie nicht wieder missbräuchlich genutzt werden. Wo wir doch gerade bei Missbrauch sind. Eine neue Studie von Bitkom sieht ebenfalls wachsende Bedrohung durch Cyberangriffe, nicht nur etwa, weil es mehr werden, sondern weil Angreifer einfach immer professioneller werden. Professionelle Banden, aber auch immer mehr Staaten und organisiertes Verbrechen sind als Akteure unterwegs und die Grenzen zwischen Bandenkriminalität und staatlichen Akteuren verschwimmt zunehmend. Laut Bitkom sind vor allem die Angriffe aus China und Russland sprunghaft angestiegen. Der Schaden lag geschätzt bei 203 Milliarden Euro. 84% aller Unternehmen sind laut der Studie von Cyberangriffen betroffen, die anderen 16% haben wahrscheinlich ihre Mails nicht gecheckt. Der letzte Teil kam vielleicht auch von mir. Laut der Studie wurden aber auch bei 61% der Betriebe sensible Daten entwendet. 61%, mehr als 50% aller Firmen hatte ein Datenleck. Wenn das mal keine Motivation ist, sich besser zu schützen. Ach, das kostet Geld?
Ja, krass. Dann sollten wir das wohl doch nicht machen, würde ich sagen. So, in dem Sinne, macht's gut, ihr Lieben. Und nicht vergessen, patchen und 2FA, das muss heutzutage einfach sein. Bis bald. Ciao. Dann sind bis zu 31.000... Moment. 31... Das ist viel. Was? Warte mal eben. Das wäre zu viel. War denn das jetzt? Da, hier. Da ist eine 1 zu viel. 31.000 macht das gleich mal zu 311.000. Ich würde auch 311.000 nehmen, wenn ich eine Software-Schwachstelle finde. Warum nicht? ID. Deutschland. Klickt hier gerne mal. Das könnte zugespitzt dann beispielsweise heißen, dass... Das war komisch formuliert. Das könnte dann zugespitzt zum Beispiel heißen... Was ist denn mit meiner Pronunciation los heute? Mensch. Netzwerktrennung... Moment. Oh je, oh je. Veröffentlicht wurde übrigens die... Nein. Veröffentlicht wurde die Digitalstrategie. Machen wir nochmal. Drin in der Digitalpolitik... Moment. Wer diese Stelle direkt... Was? Achso. Das muss... Moment. Dann können wir es noch mit so... Das heißt, ich kann kein Gras mehr bekommen... Moment, das sollte ich anders formulieren.